Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zum Thema: Wird Zelensky jetzt weggeputscht? Ein Thema, das bei uns noch nicht so auf der Tagesordnung ist, in der Ukraine aber schon. Denn die Front ist nicht das größte Risiko für Volodymyr Zelensky, es sind die Männer hinter ihm. In der Ukraine brodelt eine gefährliche Mischung aus Frust, Misstrauen und militärischer Macht. Der Präsident kämpft ums politische Überleben, auch gegen seine früheren Verbündeten. Denn in Kiew ist man nervös. In den Ministerien herrscht angespannte Stille. In Beraterrunden wird nur noch im Flüsterton gesprochen und im Präsidentenamt schaut man häufiger über die Schulter als je zuvor. Denn Präsident Volodymyr Zelensky sieht sich einer Gefahr gegenüber, die nicht aus Moskau kommt, sondern aus dem Innern seines eigenen Landes. Der ukrainische Staatschef fürchtet einen Putsch und ausgerechnet Washington verschärft diese Bedrohung. Schauen wir uns das mal im Einzelnen an. Diplomaten berichten, dass Zelensky in Gesprächen mit europäischen Regierungschefs immer wieder auf die reale Gefahr eines Putsch verweist, sollte er dem amerikanischen Druck nachgeben. Der ukrainische Präsident sitzt zwischen allen Fronten. Russland, das auf einen verhandelten Sieg setzt, die USA, die einen schnellen Abschluss erzwingen wollen, notfalls auf Kosten der Ukraine. Europa, das verzweifelt versucht, eine glimpfliche Lösung zu vermitteln, und das eigene Militär, das keine Gebietsverluste hinnehmen will. In dieser Lage ist Zelenskys größte Angst nicht, dass die ukrainische Armee den Krieg verliert, sondern dass sie sich gegen ihn wendet. Mehrere hochrangige EU-Verhandler bestätigen unabhängig voneinander, ihr hört es aber trotzdem nicht hier, was bislang nur hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen wurde. Ein Szenario wie in Kabul könnte auch in Kiew eintreten. Damals kollabierte innerhalb von Tagen eine Regierung, die sich zu sehr auf ihren internationalen Schutz verlassen hatte. In der Ukraine wäre ein solcher Zusammenbruch noch dramatischer und würde dem Kreml den Weg nach Kiew öffnen, ohne einen weiteren Schuss abzufeuern. Besonders explosiv ist die Rhetorik aus Washington. Trump und Teile seines Umfelds zeichnen seit Monaten ein Bild, das Zelensky delegitimiert. Er sei ein Diktator ohne Wahlen, die Ukraine sei korrupt bis aufs Mark, ein neuer Führer könne nötig sein. Diese Aussagen sind mehr als nur politische Polemik, sie sind Signalwirkungen. Sie senden eine Botschaft an jene Kräfte in der Ukraine, die Zelensky ohnehin kritisch gegenüberstehen. Der Rückhalt aus Washington wackelt. Noch brisanter, diplomatische Quellen berichten, dass Teile der US-Regierung gezielt Gespräche mit ukrainischen Oppositionspolitikern geführt haben, darunter Petro Poroschenko und Julia Tymoschenko. In Washington prüfe man bereits Alternativen für den Fall, dass Zelensky stürzt oder gestürzt wird. Diese Vorgänge verstärken die Nervosität in Kiew enorm, denn sie vermitteln genau das, was in einer Kriegsnation fatal ist. Der Präsident könnte austauschbar sein. Genau das aber darf laut den Europäern nicht sein. Für Merz, Stamer, Macron gilt Zelensky fast schon als Heiliger und auch in unseren Medien wird er verehrt wie einer der größten Kriegshelden. Trump könnte mit diesem Narrativ nun Schluss machen. Die Europäer sind in Panik, während Trump den Druck erhöht, versuchen europäische Regierungschefs zu retten, was noch zu retten ist. Sie warnen eindringlich davor, Zelensky weiter zu schwächen. Sie glauben, dass nur ein Präsident mit intakter politischer Autorität überhaupt einen Frieden vermitteln kann, der im eigenen Land akzeptiert wird. Für sie wäre der Sturz Zelenskys nicht nur ein ukrainisches Problem, es wäre ein geopolitisches Erdbeben. Denn ein politisches Vakuum in Kiew wäre der ideale Nährboden für Unruhen, Machtkämpfe und militärische Eigenmächtigkeiten. Russland würde strategisch profitieren, so die Panik der Europäer,
und die EU würde die Folgen an ihren eigenen Grenzen spüren. Doch obwohl die Warnungen aus Berlin, Paris oder Brüssel, London deutlich sind, lässt sich in Washington bislang kaum ein Umdenken erkennen. Trumps Ziel ist ein schneller Erfolg und dieser Erfolg scheint aus Sicht der US-Regierung weniger in einem stabilen Europa zu liegen, als in einem raschen geopolitischen Abschluss. Zelensky weiß, dass seine Zeit knapp wird, dass jeder Tag ohne Lösung die Gefahr eines inneren Zusammenbruchs erhöht. In Kiew kursieren inzwischen mehrere Szenarien. Erstens ein militärischer Führungswechsel, angeführt von Frontkommandeuren, die sich gegen einen Diktatfrieden wenden. Zweitens ein bewaffneter Aufstand einzelner Brigaden, falls Zelensky Gebietsverluste akzeptiert. Drittens ein parlamentarischer Putsch, inszeniert durch oppositionelle Kräfte mit Rückendeckung aus dem Ausland. Und viertens ein chaotisches Machtvakuum, das Russland binnen weniger Tagen nutzen könnte. Währenddessen wächst im Land der Frust über Korruptionsskandale, über die stockende Gegenoffensive, über die politische Unsicherheit. Die Zustimmung für Zelensky sinkt und mögliche Rivalen wie Valeri Saluschny rücken in den Umfragen nach. Zelensky versucht nun Zeit zu kaufen. Sein überarbeiteter Friedensplan, abgestimmt mit mehreren europäischen Regierungschefs, soll zeigen, dass Kiew kompromissbereit ist, ohne sich selbst aufzugeben. Doch die USA wollen mehr und Russland wird den Vorschlag ohnehin ablehnen. Damit kehrt die Verantwortung erneut nach Washington zurück und Trumps Team will endlich Ergebnisse. Die Ukraine kämpft also nicht nur an der Front, sondern im Inneren um ihre Stabilität. Der vielleicht gefährlichste Gegner Zelenskys ist derzeit nicht Wladimir Putin, sondern die Dynamik einer westlichen Politik, die den Präsidenten entmachtet, bevor der Krieg endet. Was sich in Kiew abzeichnet, ist die gefährliche Mischung aus militärischem Frust, politischer Schwäche, amerikanischem Druck und geopolitischem Machtkalkül. So liegt der Schatten eines Putschs bedrohlich über der Ukraine. Zu dem ganzen Thema Ukraine-Konflikt habe ich mehrere Publikationen verfasst. Zunächst einmal Deutschland und der 2+4-Vertrag. Hintergründe, Wortbrüche und Lügen, ein sehr erfolgreiches Buch. Darin beschreibe ich auch die Vorgeschichte des Krieges und die Vorgeschichte des Vertrages, den Putin vielleicht annullieren könnte. Dazu habe ich extra auch ein sehr, sehr erfolgreiches Video gemacht. Dann gibt es zwei Broschüren von den Konservativen. Einmal Schlachtfeld Ukraine, Angriffs- oder Präventivkrieg und Schlachtfeld Deutschland, wie die Regierung uns in den Krieg treibt. Beide Broschüren sind auch mit Tabellen belegt. Die zweite Broschüre sehr hochformatig, also hochformatiger wie der Spiegel zum Beispiel oder der Fokus. Auch hier sehr viele Informationen und das Beste ist, ihr bekommt diese beiden Broschüren kostenlos unter info@konservative.de. Der Link ist unten angegeben. Und zu guter Letzt möchte ich natürlich auch auf meine neue, sehr erfolgreiche Publikation hinweisen. Amazon-Bestseller inzwischen. Deutschland muss vernichtet werden. Ihr seht, ein Riesenwälzer, 900 Seiten. Leider ein Riesenwälzer, weil in diesem Buch beschreibe ich alle Massaker an uns Deutschen seit 1914. Alle. Mit den Totenzahlen, also Dresden, Rheinwiesenlager, Luftangriffe, KZs für Deutsche, Massenverhungern, Kriegsgefangene, Todesmärsche, also alles, was man mit den Deutschen getan hat. Massenvergewaltigungen von Frauen, 2 Millionen Frauen wurden vergewaltigt und so weiter und so fort. Erschütternde Beispiele und noch schrecklichere, erschütternde Fotos. Wir haben uns entschlossen, die Fotos zu publizieren, weil das Grauen gegen das deutsche Volk endlich ein Gesicht haben muss. Logischerweise ist dieses Buch, das ihr auch im Hintergrund noch einmal seht, im Mainstream gehasst. Logischerweise, weil ich auf unsere Toten hinweise,
die Hinweise auf die Toten, die die Deutschen umgebracht haben, ist vielfältig. Jeden Tag werden wir damit Gehirn gewaschen. Aber für unsere Opfer bleibt keine Sendeminute Zeit. In diesem Buch geht es auch darum, über die Migration, über die Grenzöffnung seit 2015 bis heute. Und ich habe sehr viele Tabellen und sehr viele erschreckende Informationen, offiziell bestätigt, erschreckende Informationen über die Kriminalität und wie unser Volk tatsächlich zersetzt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb ist auch Angela Merkel auf dem Titelbild. Ich bitte euch noch, meinen Telegram-Kanal zu abonnieren, weil wenn ich mal nicht mehr auf YouTube bin, seht ihr mich auf Telegram. Auch mein kostenloser Newsletter auf www.michaelgrant.de könnt ihr erwerben, jede Woche ein neuer Artikel. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.